Was? Der Shoot ist Manitou. Oh mei, jetzt geht das wieder los. Also, Sie haben einen Film für mich. Allerdings sehr spannend. Ich kann es kaum erwarten, eine Kinofassung von Forsthaus Falkenau zu drehen. Oh nein, 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 nein. Ich dachte, nein, immer mit der Ruhe. Ich dachte, Sie sind wegen meiner Rolle in der äußerst erfolgreichen Fernsehserie zu mir gekommen, die gerade in der 10. Staffel läuft. Verständlich, Forsthaus Falkenau kennt im aktuellen Jahr 2000 wirklich jeder. Eigenartig, dass Sie das aktuelle Jahr erwähnen, aber recht haben Sie trotzdem. Aber Ihnen geht es wohl um etwas anderes. Das ist richtig. Ich würde gerne einen Indianerfilm vorschlagen. Ach, Sie wollen nach Amerika. Da wollte ich auch immer schon mal hin. New York sehen, das World Trade Center besuchen. Oh, ist das ein aktuelles Panorama von der New Yorker Skyline? Ja, ist es. Beim Anblick der Türme habe ich keinerlei negative Gedanken. Welch eigenartige Aussage. Aber wir können meinen Indianerfilm schlecht in New York City drehen. Da ist was dran. Also, worum geht es in Ihrem Film? Sie kennen doch die Indianergeschichten von Karl May. Sie wissen aber, dass die schon vielfach verfilmt wurden. Kennen Sie die mit Pierre Brice und Lex Barker in den Hauptrollen? Hören Sie mal, das Geplänkel über alte Filme können wir uns für später aufheben. Also gut, jedenfalls möchte ich eine Parodie über die Winnetou-Filme und auch Italo-Western insgesamt machen. Ach, eine Parodie? Was haben Sie sich denn für Anspielungen ausgedacht? Es gibt einen Karl-May-Film namens Winnetou und das Halbblut Apanachi. Also heißt mein Winnetou Abahachi. Oh ja, machen wir einen Hachi-Gesundheit-Witz. Und ob wir das tun in den ersten 15 Minuten? Oh, das gefällt mir. Und sein weißer Gefährte heißt Ranger. Ranger wie Lone Ranger aus den amerikanischen Western? Nein, wie Stuart Granger, ein Schauspieler aus den Karl-May-Verfilmungen. Von mir aus. Und wen gibt's sonst noch? Aber Hachi hat einen Bruder namens Winnetouch. Lassen Sie mich raten, ist der übertriebenst schwul? Selbstverständlich ist der übertriebenst schwul, das erkennt man doch schon am Namen. Wow, 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 wow. Und weil Winnetouch ja eine Persiflage von Winnetou ist, habe ich mir gedacht, wir könnten die beiden vom selben Schauspieler spielen lassen. Moment, Sie wollen zwei Hauptcharaktere vom selben Schauspieler spielen lassen. Das ist der einfachste Gag überhaupt. Ja, aber funktioniert eigentlich immer. Gibt es auch einen bösen Weißen wie in den Karl-May-Geschichten? Natürlich, er heißt Santa Maria. Aha, wie der Böse aus Winnetou 1 bis 3. Ja, und dessen Bruder heißt Santa Claus. Jetzt wird's lächerlich. Sagen Sie mir nicht, dass der auch schwul ist. Nein, wie kommen Sie denn darauf? Santa Claus ist Santa Claus. Ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Am besten fangen Sie mit der Geschichte von vorne an. Okay. Alles beginnt mitten in der Steppe, als die beiden Blutsbrüder Abahachi und Ranger zu den Shoshonen reiten. Shoshonen. Das ist brillant. Darf ich das mit ins Skript aufnehmen? Sie bauen einen Versprecher mit ins Skript ein. Um ehrlich zu sein, habe ich schon damit gerechnet, dass wer auch immer diese Zeilen dann sprechen muss, sie wahrscheinlich nicht auf die Reihe bekommt. Deswegen kann ich den Versprecher genauso gut gleich mit reinschreiben. Also gut. Aber wie können wir dem Publikum vermitteln, dass die beiden Blutsbrüder sind? Sie stellen sich gegenseitig als Blutsbruder vor. Das ist doch normaler Jugendsprech, daran kann man heutzutage gar nichts erkennen. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen. Mein kleiner Bruder hat mich immer Blutsbruder genannt und dann einen nächsten Pfahl gefesselt und mich gezwungen, ihm beim Schminken zuzuschauen. Ja, Kinder an Fasching. Immer und immer wieder. Oh mein Gott, ich glaube, Sie haben schon zu viel über sich verraten. Upsi. Naja, wenn es noch direkter sein soll, dann können wir es auch einfach den Erzähler erzählen lassen. Den Erzähler? Ach ja, das hatte ich ganz vergessen. Dieses Skript besteht hauptsächlich aus Szenen aus meiner Bulli-Parade-Show. Und deswegen war es teilweise schwierig, eine zusammenhängende Rahmengeschichte zu erzählen. Und da haben sie mir einfach den Erzähler ein paar Sätze sagen lassen. Ganz genau. Handlungsabschnitte durch einen Erzähler zusammenkleistern ist toll. Ich weiß nicht, eigentlich bin ich nicht stolz drauf. Fällt Ihnen etwas Besseres ein? Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber wie wäre es, wenn wir die beiden am Anfang des Films ihre Blutsbrüderschaft vollziehen lassen? Mit Messer, Blut und allem? Genau, das ist aber gar nicht lustig. Das ist sehr schmerzvoll. Und danach hat man mit ziemlicher Sicherheit dieselben Sexkrankheiten wie der andere. Du meine Güte, das klingt, als sprechen Sie aus Erfahrung. Nein, ich glaube, wir lassen das mit der Blutsbrüderschaft lieber. Die Szene kommt mit rein. Na gut, ich werde sie schon noch irgendwie verharmlosen. Nasenbluten, das ist es. Aber Hachi bekommt von Ranger eine geschmiert, kriegt dann Nasenbluten und so schließen sie doch noch ihre Blutsbrüderschaft. Mein Herr? D-Mark. Wo sind die D-Mark?
Willkommen zurück, Herr Produzent. Dankeschön, wo waren wir? Ich hatte eben erst damit begonnen, Ihnen von meiner Western-Parodie zu erzählen. Und Sie sind irgendwo in einen Kindheitsalbtraum abgerutscht. Upsi. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Sagen Sie mir, wie erfolgreich glauben Sie, dass dieser Film wird? Der erste der Karl-May-Winnetou-Filme hat über 6 Millionen Mark eingespielt. Fantastisch. Und als Winnetou in einem der Filme gestorben ist, gab es eine bundesweite Protestbewegung. Der Wahnsinn. Wenn dieser Film auch nur halb so gut ankommt, bin ich schon zufrieden. Das wäre echt der Wahnsinn. Wir machen es so. Ich lasse Ihnen beim Rest vom Film freie Hand. Wenn Sie ihn mit Ihren Kollegen von der Bully-Parade selbst spielen, dann wird es ein garantierter Erfolg. Sie wollen, dass ich damit mit Rick und Christian zusammenspiele? Ja, macht es das etwas schwieriger? Nein, total einfach. Kein wirklicher Aufwand. Ich schreibe einfach noch irgendwie einen Griechen mit in die Geschichte rein. Wenn das alles ist. Und die Hälfte der Dialoge ist dann auf Bayerisch. Was? Sie wollen einen Indianerfilm auf Bayerisch machen? Das ist ungefähr das Gegenteil von einem Western. Es ist ja auch eine Parodie. Ja, schon, aber das geht einen Schritt zu weit. Wenn Sie uns 3 im Film haben wollen, dann wird er in Teilen auf Bayerisch sein. In Teilen? Wirkt das nicht inkonsistent? Ich habe das Gefühl, dass Sie mir mit Ihrer eigenen Idee im Nacken sitzen und das ist echt unangenehm. Ich meine ja nur, sollten dann nicht wenigstens alle Bayerisch reden? Mein Herr, ich muss Sie bitten, sich von meinem Nacken zu entfernen. Alles klar, ich steige ja schon runter. Ist klar, ich brauche dann bitte 9 Millionen Mark für die Filmerei, gell? Was hast du gesagt? Servus. Indianer! Servus.